Das hier wird nicht Bett, sondern Bet ausgesprochen. Und das hier wird nicht wenig, sondern wenig ausgesprochen. Und das hier wird nicht Chemie, es sei denn, du sprichst einen Dialekt, sondern Chemie ausgesprochen. Hast du immer noch Probleme mit der deutschen Aussprache oder möchtest deinen Akzent loswerden? Dann habe ich hier 4 Tipps für dich, die dich in diesem Vorhaben, also diesem Plan, unterstützen bzw. dir dabei helfen werden. Los geht's! Lass uns zunächst einmal die Frage klären, weshalb du vielleicht noch einen starken Akzent beim Deutschsprechen hast. Und das größte, ich möchte nicht sagen Problem, aber das größte Hindernis, das dir im Weg zu einer perfekten deutschen Aussprache steht, ist, dass du zu Hause oder in deiner Freizeit einfach noch zu oft in deiner Muttersprache kommunizierst. Ich verstehe natürlich, dass wenn man zu Hause ist und man mit der Familie zu Mittag isst, man keine Lust hat, daraus eine Deutschstunde zu machen. Es gibt ja schließlich wichtigere Sachen. Aber ich lege dir ans Herz, ab und zu auch mal auf Deutsch umzuschalten. Denn je öfter du sprichst, desto mehr gewöhnen sich deine Sprachmuskeln an die deutschen Laute. Die nächste Sache, die dazu beiträgt, dass du einen Akzent hast, ist die Tatsache, dass du dich zu sehr an der Aussprache deiner Muttersprache orientierst und du gewisse Ausspracheregeln in der deutschen Sprache nicht kennst. Vielleicht gibt es in deiner Muttersprache ja zum Beispiel keinen Unterschied zwischen langen und kurzen Vokalen oder das R wird anders ausgesprochen. Vielleicht dominiert in deiner Sprache auch das stimmhafte S, also S, und es gibt kein scharfes S, also S. Speziell dafür habe ich aber einen Aussprachekurs mit Sprachexperten entwickelt. Dort findest du jede Menge Erklärungen, Übungen und Beispiele. Ich verlinke ihn dir unten in die Videobeschreibung. Du bekommst mit diesem Code übrigens auch 10% Rabatt. So, jetzt kommen wir aber nun zu den Tipps. Was kannst du also tun, um deine Aussprache zu verbessern? Tipp Nummer 1. Trainiere dein Gehör und höre deutsche Audios. Seien es Hörbücher, Podcasts, Radio, Musik, alles Mögliche. Höre dir einfach alles an. Idealerweise versuchst du bestimmte Sachen auch nachzusprechen. So kannst du ganz entspannt zu Hause, im Auto oder wenn du unter der Dusche stehst, üben. Unser Ziel ist es ja, dass du Lernaktivitäten ganz entspannt in deinen Alltag integrieren kannst. Einfach damit der Lernprozess so natürlich und effektiv wie möglich für dich ist. Und solche Kleinigkeiten in deinen täglichen Aktivitäten nebenbei einzubauen, ist eine tolle Methode. Ob beim Grammatiklernen oder eben bei der Aussprache. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Besuche einen Aussprachekurs oder lerne mit einem Selbstlerner-Aussprachekurs. Hier bekommst du die Grundlagen der deutschen Aussprache vermittelt. Wann wird das O lang und wann kurz ausgesprochen? Welche Aussprachemöglichkeiten von CH gibt es? Und wann wird das S scharf oder stimmhaft ausgesprochen? Außerdem kannst du in diesen Kursen unter Anleitung üben und dich auf bestimmte Schwerpunkte der Aussprache fokussieren. Das hilft, die Informationen besser zu sortieren und zu verarbeiten. Denn oftmals ist man einfach überfordert und weiß nicht, wo man anfangen soll. Kurse helfen dir also, alles besser zu strukturieren. Tipp Nummer 3. Wenn du gerne liest, ist das der Tipp für dich. Denn beim nächsten Mal, wenn du in einen Roman oder Krimi eintauchst, entscheide dich erstens für die deutsche Übersetzung und zweitens, lies laut vor. Am besten funktioniert das, wenn du auch noch passende Hörbücher dazu hast. Dann kannst du nämlich deine Aussprache mit der im Hörbuch vergleichen und anpassen. Das musst du natürlich nicht die ganze Zeit machen. Du solltest dein Buch ja auch noch genießen können. Aber du kannst pro Tag immer die ersten 2 Seiten zum Trainieren deiner Aussprache verwenden. Dort kannst du dir auch Notizen ins Buch machen und bei Bedarf immer wiederholen. Wiederholen ist hier sowieso der Schlüssel für alles. Je öfter du eine Sache wiederholst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwann einfach richtig machst.
Denn die Aussprache zu trainieren ist nichts anderes als einen Muskel zu trainieren. Je öfter du eine oder bestimmte Übungen machst, desto einfacher werden sie für dich mit der Zeit. Tipp Nummer 4. Das passt zu dem Punkt Notizen machen. Wenn du an deiner Aussprache arbeitest, benutze auch die Lautschrift, um die Notizen zu den Wörtern zu machen. Dazu musst du die Lautschrift natürlich nicht zu 100% beherrschen. Du kannst auch Buchstaben und Laute aus deiner Muttersprache benutzen. Was ich meine, zeige ich dir hier an einem Beispiel. Das Wort Lachs. Wenn du dieses Wort schwierig auszusprechen findest, dann schreib das Wort so daneben, wie man es hört. Also in Form von Lauten. Also L-A-X, Lachs. Oder hier bei dem Wort Höhe. Das zweite H ist stumm. Wenn du immer den Fehler machst, diesen Buchstaben dennoch auszusprechen, schreib daneben einfach die Lautschrift. Oder schreib die Laute, die du hörst. Also Höhe, Höhe. Eine andere Möglichkeit ist auch Symbole zu benutzen, die dir helfen zu verstehen, wo ein langer und ein kurzer Vokal zu hören ist. Zum Beispiel ein Punkt für kurze und ein Strich für lange Vokale. Nutze also entweder das Lautschriftsystem, das es schon gibt, und lerne es, oder entwickle dein eigenes System. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Der Fokus soll darauf liegen, was dir am leichtesten fällt und womit du die besten Ergebnisse erzielst. Wenn du dieses Video bis zum Schluss geschaut hast, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du hier bist, und ich hoffe, dass ich dich auch in meinen nächsten Videos in deinem Lernprozess unterstützen kann. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß beim Lernen, und wie immer würde ich mich darüber freuen, wenn du das Video likest, kommentierst, meinen Kanal abonnierst und die Benachrichtigungen aktivierst, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.